Das, was du hier mitnimmst, kann dein Leben verändern. Nicht unter Druck, sondern durch ein Prinzip. Wähle eine Richtung, gib ihr jeden Tag etwas Zeit und bleib lange genug dabei, bis dein Leben darauf einfach reagieren muss. Denn genau das ist vielleicht der eigentliche Algorithmus des Lebens. Nicht alles auf einmal zu verändern, sondern jeden Tag einen bewussten Schritt zu gehen. Kapitel 1, die unterschätzte Kraft eines Jahres. Stell dir 365 Tage vor, 365 einzelne Chancen, 365 Möglichkeiten, anders zu denken, anders zu handeln, anders mit dir selbst umzugehen. Ein Jahr klingt oft lang, wenn wir etwas beginnen wollen, aber es klingt kurz, wenn wir zurückblicken. Wie schnell ist das letzte Jahr vergangen? Wie viele Tage sind einfach an dir vorbeigelaufen? Wie viele Wochen sind vergangen, in denen du eigentlich etwas hättest ändern wollen, aber immer wieder dachtest, morgen, nächste Woche, wenn es ruhiger wird, wenn ich mehr Energie habe, wenn der Moment perfekt ist. Aber der perfekte Moment kommt eben nie. Das Leben wartet nicht, bis alles ideal ist. Veränderung beginnt meistens mitten im Alltag, zwischen Arbeit, Müdigkeit, Verpflichtungen, Unsicherheit und kleinen Widerständen. Und genau deshalb ist die Frage nicht, wie erschaffe ich perfekte Bedingungen? Die bessere Frage ist, wie nutze ich das, was jeden Tag trotzdem verfügbar ist. Denn 365 Tage bedeutet nicht, dass du 365 perfekte Tage brauchst. Es bedeutet, du hast 365 neue Startpunkte. Und jeder einzelne Tag kann ein kleines Signal dafür sein. Ein Signal an dich selbst. Ich bin noch da. Ich gehe weiter. Ich verändere etwas. Ich lasse mein Leben nicht einfach nur passieren. Denn Erfolg beginnt nicht mit einem großen Durchbruch. Er beginnt mit kleinen Entscheidungen, die du wiederholst, Tag für Tag. Abschnitt 2, die Rechnung eines Tages. Du hast 24 Stunden am Tag. Sagen wir, du schläfst 8 Stunden, dann bleiben dir 16 Stunden. Sagen wir, du arbeitest 8 Stunden, dann bleiben dir 8 Stunden. Vielleicht fährst du insgesamt 1 Stunde zur Arbeit und zurück, dann bleiben dir insgesamt noch 7 Stunden übrig. Jetzt kommen Essen, Haushalt, Familie, Nachrichten, Telefon, kleine Erledigungen, vielleicht auch etwas Erschöpfung dazu. Und am Ende bleiben vielleicht noch 5 Stunden übrig. 5 Stunden, die nicht immer frei wirken. 5 Stunden, in denen du oft alles Mögliche zu tun hast oder viel passiert. 5 Stunden, die schnell verschwinden, wenn du sie nicht bewusst einsetzt. Innerhalb dieser 5 Stunden gibt es einen entscheidenden Rahmen, eine entscheidende Möglichkeit. Und zwar 30 Minuten. Nicht 3 Stunden, nicht den kompletten Neustart, nicht die perfekte Morgenroutine um 5 Uhr früh. Nur 30 Minuten. 30 Minuten am Tag, in denen du bewusst ein neues Verhalten implementierst. 30 Minuten, in denen du nicht automatisch funktionierst, sondern bewusst handelst. 30 Minuten, die du deinem zukünftigen Ich schenkst. Und jetzt wird's interessant. 30 Minuten am Tag sind 3,5 Stunden die Woche. Das sind ungefähr 15 Stunden im Monat. Und über ein Jahr sind das mehr als 180 Stunden. 180 Stunden für dich. Das ist nicht wenig. Das ist genug, um eine Grundlage für eine neue Sprache aufzubauen. Genug, um ein Instrument wirklich kennenzulernen. Genug, um körperlich sichtbar fitter zu werden. Genug, um an inneren Mustern zu arbeiten. Genug, um Heilung anzustoßen. Genug, um dein Denken, deine Haltung und dein Selbstbild zu verändern. Nicht, weil 30 Minuten magisch sind, sondern weil Wiederholung magisch wirkt, wenn du sie über Zeit ernst nimmst. Und hier liegt die einfache Mathematik des Erfolges. 30 Minuten mal 365, das sind 10.950 Minuten. Das sind 182,5 Stunden. 182,5 Stunden bewusste Veränderung. Wenn du diese Zeit in Ablenkung steckst, verändert sie dich nicht. Wenn du sie in Wachstum steckst, verändert sie dich und dein Leben. Die Frage ist also nicht, ob dein Alltag dich formt. Die Frage ist, in welche Richtung willst du gehen? Abschnitt 3, Beispiel, eine neue Sprache lernen. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Sagen wir, du möchtest eine neue Sprache lernen. Am ersten Tag lernst du vielleicht 10 Wörter. Das führt zu nichts. Am zweiten Tag wiederholst du sie und lernst 5 neue dazu. Auch das fühlt sich noch nicht besonders an. Nach einer Woche kannst du vielleicht einfache Sätze bilden. Nach einem Monat verstehst du die ersten Strukturen. Nach 3 Monaten erkennst du Muster. Nach 6 Monaten kannst du einfache Gespräche führen. Nach einem Jahr hast du eine völlig neue Verbindung zu einer anderen Kultur, zu anderen Menschen, vielleicht sogar zu einer neuen Vision von dir selbst. Aber der entscheidende Punkt ist, du hast nicht an einem Tag eine Sprache gelernt. Du hast jeden Tag ein kleines Signal gesetzt. Ich bin jemand, der lernt. Ich bin jemand, der dranbleibt. Ich bin jemand, der sich entwickelt. Und irgendwann wird aus einer Haltung eine Gewohnheit. Aus einer Gewohnheit ein Muster. Und aus einem Muster wird Identität. Denn am Anfang lernst du nicht nur Wörter. Du lernst, dir selbst wieder zu vertrauen. Du lernst, dass du anfangen kannst. Du lernst, dass du Fortschritte erzeugen kannst. Du lernst, dass dein Leben nicht feststeht. Und genau das ist der eigentliche Gewinn. Nicht die Sprache, sondern die Erfahrung. Ich kann etwas Neues in mein Leben holen. Und ich kann mich verändern. Abschnitt 4. Klavier, Sport oder persönliche Heilung. Dasselbe gilt, wenn du Klavier spielen lernen willst. Am Anfang klingt es vielleicht unbeholfen. Deine Finger finden die Tasten nicht. Du machst Fehler. Du kommst aus dem Rhythmus. Aber wenn du 30 Minuten am Tag übst, passiert etwas. Dein Gehirn beginnt, neue Verbindungen aufzubauen. Dein Körper speichert Bewegungen. Dein Ohr wird feiner. Deine Aufmerksamkeit verändert sich. Und eines Tages spielst du etwas, das früher unmöglich schien.
Nicht, weil du plötzlich talentiert geworden bist, sondern weil du deinem System über lange Zeit ein neues Muster beigebracht hast. Oder nehmen wir Sport. 30 Minuten Bewegung am Tag verändern vielleicht nicht sofort deinen Körper, aber sie verändern dein Verhalten zu dir selbst. Du merkst, ich kann mich überwinden, ich kann Energie erzeugen, ich kann mich um mich kümmern, ich kann stärker werden. Und vielleicht ist das noch wichtiger als die sichtbare Veränderung. Denn Erfolg beginnt oft nicht im Außen, er beginnt innen. In den Momenten, in denen du dir selbst wieder glaubst. Auch persönliche Heilung funktioniert genau ähnlich. Natürlich ist Heilung manchmal komplex. Manchmal braucht sie Unterstützung, Therapie, Gespräche, Zeit, Schutz, Ehrlichkeit. Aber auch hier gilt, du heilst selten durch einen einzigen großen Moment. Du heilst durch Wiederholung und neue Erfahrungen. Indem du anders mit dir sprichst, indem du Grenzen setzt, indem du Gefühle nicht mehr verdrängst, indem du lernst, dich selbst nicht nur zu optimieren, sondern auch zu verstehen. 30 Minuten können bedeuten, Tagebuch schreiben, spazieren gehen, meditieren, ein Gespräch führen, etwas lesen, etwas fühlen, statt es wegzudrücken, etwas ordnen, statt davor wegzulaufen. Und das ist Veränderung. Nicht spektakulär, aber tief. Abschnitt 5. Du musst nicht jeden Tag perfekt sein. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Du musst nicht jeden Tag alles richtig machen. Das ist vielleicht einer der größten Denkfehler, wenn Menschen ihr Leben verändern wollen. Sie beginnen hochmotiviert, dann verpassen sie einen Tag, dann kommt ein zweiter schwieriger Tag und plötzlich denken sie, jetzt ist alles vorbei, ich habe versagt, ich bin wieder am Anfang. Aber das stimmt nicht. Ein verpasster Tag zerstört nicht dein Muster. Ein schlechter Tag löscht nicht deine Entwicklung aus. Ein Rückfall bedeutet nicht, dass du keinen Fortschritt gemacht hast. Entscheidend ist nicht Perfektion, entscheidend ist die Richtung. Wenn du an 365 Tagen 80% der Tage dein neues Verhalten umsetzt, dann sind das 292 Tage. 292 Tage, 292 Wiederholungen, 292 Entscheidungen, 292 Beweise dafür, dass du dich veränderst. Und selbst wenn du nur 60% der Tage schaffst, dann sind das immer noch 219 Tage. Auch das ist mehr als genug, um etwas zu bewegen. Der Punkt ist, Veränderung entsteht nicht durch perfekte Tage. Veränderung entsteht durch ein stabiles Muster über Distanz. Du darfst hinfallen, aber du musst nicht liegen bleiben. Du darfst schwache Tage haben, aber du musst daraus keine schwache Identität machen. Du darfst unterbrechen, aber du kannst zurückkehren. Und dieses Zurückkehren ist oft wichtiger als der perfekte Lauf, denn genau dort entsteht echte Stärke. Nicht in der Illusion, niemals zu fallen, sondern in der Fähigkeit, wieder aufzustehen. Abschnitt 6. Das 80%-Prinzip. Das 80%-Prinzip ist deshalb so kraftvoll, weil es menschlich ist. Es erlaubt dir, ambitioniert zu sein, ohne hart gegen dich zu werden. Es erlaubt dir, konsequent zu sein, ohne dich für jeden Fehler zu bestrafen. Denn ein Leben, das sich wirklich verändert, braucht nicht nur Disziplin, es braucht Flexibilität. Manche Tage werden chaotisch sein, manche Tage wirst du müde sein, manche Tage wirst du emotional belastet sein, manche Tage wirst du nicht liefern. Das ist kein Problem. Das Problem entsteht erst, wenn du aus einem schlechten Tag eine schlechte Geschichte über dich machst. Wenn du sagst, ich schaffe es sowieso nicht. Ich bin nicht diszipliniert genug. Bei mir funktioniert das nicht. Aber vielleicht ist die Wahrheit viel einfacher. Du hattest nur einen schwierigen Tag. Und morgen kannst du wieder zurückkehren. Nicht dramatisch. Nicht mit Selbstvorwürfen. Nicht mit dem Gefühl, alles nachholen zu müssen. Einfach zurück zum Muster. 30 Minuten, ein Schritt, eine bewusste Entscheidung. So funktioniert Veränderung. Denn 80% bedeuten nicht Mittelmaß. 80% bedeuten Stabilität. 80% bedeuten, ich bleib dran, auch wenn mein Leben nicht perfekt ist. Ich baue etwas auf, auch wenn nicht jeder Tag ideal ist. Ich verliere nicht den gesamten Weg, nur weil ein einzelner Schritt fehlt. Und genau so entsteht langfristig Erfolg. Nicht durch Härte, sondern durch kluge Konsequenz. Abschnitt 7. Warum kleine Schritte so mächtig sind. Kleine Schritte wirken oft unscheinbar. Sie geben dir am Anfang nicht die großen Gefühle von Erfolg. Sie sehen nicht beeindruckend aus, sie machen keinen Lärm, aber kleine Schritte haben einen Vorteil. Sie sind wiederholbar. Und was wiederholbar ist, kann stabil werden. Wenn du dir vornimmst, jeden Tag 3 Stunden zu trainieren, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dein Leben irgendwann dazwischen kommt. Wenn du dir vornimmst, 30 Minuten bewusst zu investieren, wird es realistischer. Und realistische Veränderung ist oft stärker als radikale Motivation. Motivation ist ein Funke, Struktur ein Feuer, Wiederholung das Holz. Nur wenn alle 3 Dinge zusammenkommen, entsteht Wärme, die bleibt. Du brauchst also nicht jeden Tag neue Motivation. Du brauchst ein System, das dich auch dann trägt, wenn die Motivation fehlt. Ein fester Zeitpunkt, ein einfacher Einstieg, eine klare Handlung, eine sichtbare Spur des Fortschritts. Zum Beispiel jeden Abend 30 Minuten Sprache, jeden Morgen 30 Minuten Bewegung, nach jeder Arbeit 30 Minuten Klavier, nach jedem Schlafen 30 Minuten Reflexion. 3-mal pro Woche 30 Minuten Therapiearbeit, Schreiben oder bewusst innere Ordnung. Wichtig ist nicht, dass dein System perfekt aussieht. Wichtig ist, dass es zu deinem Leben passt. Denn ein System, das zu groß ist, nicht schnell. Ein System, das klein wirkt, aber wiederholbar ist, kann dein Leben tragen. Und genau darin liegt die Kraft. Nicht maximal anfangen, sondern machbar anfangen. Nicht alles verändern, sondern eine Sache stabilisieren. Nicht riesig denken und nichts tun, sondern klein handeln und groß verändern. Kapitel 8. Grenzenlose Möglichkeiten schaffen.
Wenn du so lebst, schaffst du grenzenlose Möglichkeiten. Nicht, weil plötzlich alles leichter wird, nicht, weil du nie wieder zweifelst, sondern weil du beginnst, dich selbst als gestaltender Mensch zu erleben. Du bist nicht mehr jemand, der reagiert, du wirst jemand, der aufbaut. Du baust Fähigkeiten auf, du baust Vertrauen auf, du baust Gesundheit auf, du baust innere Stabilität auf, du baust deine Zukunft auf. Und das verändert deinen Blick auf dein Leben. Denn wenn du einmal verstanden hast, dass 30 Minuten am Tag über 365 Tage eine echte Veränderung erzeugen können, dann siehst du, dass dein Alltag anders werden kann. Dann siehst du, dass du dich veränderst. Du siehst nicht nur Zeit, die fehlt. Du siehst Zeit, die wirkt. Du siehst nicht nur Grenzen, du siehst Hebel. Du siehst nicht nur, was noch nicht funktioniert, du siehst, was entstehen kann. Und ja, hier öffnen sich Möglichkeiten. Vielleicht beginnst du mit Sport. Nach einigen Monaten merkst du, ich bin nicht nur fitter geworden, ich bin klarer geworden. Ich bin disziplinierter geworden, ich bin ruhiger geworden. Ich traue mir mehr zu. Vielleicht beginnst du zu meditieren. Aber nach einiger Zeit merkst du, ich reagiere nicht mehr auf alles sofort. Ich kann Abstand gewinnen. Ich kann mich beobachten. Ich kann bewusst entscheiden. Vielleicht beginnst du mit einer Sprache. Aber irgendwann merkst du, ich habe nicht nur Wörter gelernt, ich habe mir selbst gezeigt, dass ich wachsen kann. Das ist der eigentliche Wert kleiner täglicher Veränderung. Sie verändert nicht nur eine Fähigkeit, sie verändert dein Selbstbild. Und ein neues Selbstbild erschafft neue Möglichkeiten. Kapitel 9. Erfolg ist kein einzelner Moment. Viele Menschen denken bei Erfolg an einen einzelnen großen Durchbruch. Ein Moment, in dem sich alles verändert. An die eine Entscheidung, den einen Tag, die eine Chance. Aber die meisten Erfolge sehen innerlich ganz anders aus. Sie bestehen aus Wiederholungen, die niemand sieht. Aus Entscheidungen, die unspektakulär wirken. Aus Tagen, denen du trotzdem weitergemacht hast. Aus Momenten, in denen du nicht einfach aufgibst. Erfolg ist nicht laut, er ist leise. Er ist der Moment, in dem du wieder anfängst. Der Moment, in dem du nicht perfekt bist, aber präsent bleibst. Der Moment, in dem du deine Richtung hältst, obwohl sie unbequem ist. Und Glück entsteht oft genau dort. Nicht als permanenter Zustand, nicht als Dauerhoch, sondern als tiefe Erfahrung. Ich bewege mich in eine Richtung, die mir entspricht. Ich bin nicht ausgeliefert, ich kann gestalten, ich kann lernen, ich kann wachsen, ich kann mich verändern. Deshalb ist Erfolg nicht nur ein Ziel. Erfolg ist eine Beziehung zu dir selbst. Die Frage ist nicht nur, was habe ich erreicht? Die tiefere Frage ist, wer werde ich durch das, was ich jeden Tag wiederhole? Denn deine Gewohnheiten formen deine Richtungen formen dein Leben. Und dein Leben wird irgendwann zu dem Ergebnis dessen, was du lange genug wiederholt hast. Kapitel 10. Schlussgedanke. Der Blueprint für dein Leben. 365 Tage, stell es dir vor. Nicht als Druck, sondern als Möglichkeit. 365 Tage, an denen du nicht alles perfekt machen musst. 365 Tage, an denen du nicht jeden Tag gewinnen musst. 365 Tage, an denen du aber immer wieder zurückkehren kannst. Zurück zu deinen Entscheidungen, zurück zu deinem Muster, zurück zu deinem Rezept. Und jetzt wird es ganz einfach. Nimm dir einen Bereich deines Lebens. Vielleicht willst du meditieren, vielleicht willst du Sport machen, vielleicht willst du eine neue Sprache lernen. Was auch immer es ist. Und was du dazu machen kannst, ist relativ simpel. Setz dir einfach eine Routine auf. 30 Minuten am Tag, 365 Tage. Rechne dir alles zusammen, trag's dir ein. Schau, wie oft du es geschafft hast. Rechne zusammen, wie viele Stunden du es geschafft hast. Und überprüfe dich über die Monate, über die Quartale. Bis zum Halbjahr und bis zum Ende. So siehst du deinen Erfolg und dein Wachstum. Das ist das Rezept des Erfolges. Nicht ein Riesensprung, nicht der perfekte Moment, nicht ein komplett neues Leben über Nacht, sondern ein einfacher Schritt jeden Tag, jeden Morgen, jedes Mal wieder neu.